Moin und herzlich willkommen auf unserem YouTube-Kanal Richtung Himmelblau. Wir sind in China unterwegs und ich bin hier in einem sehr, sehr interessanten Auto gelandet. Das hat auch einen Slideout. Die meisten chinesischen Autos haben einen Slideout, aber das hat einen Slideout mal anders genutzt. Und hier sind so viele Gimmicks, die kann ich euch gar nicht alleine zeigen, denn ich habe selber Angst, hier irgendwelche Knöpfe zu drücken und dann auch noch die falschen Knöpfe zu drücken. Deswegen haben wir ja auch einen Kollegen vom Stand, der uns mal kurz helfen wird, hier diese ganzen unterschiedlichen Funktionen bei diesem Auto zu präsentieren. Geht einfach rein. Ja, wir gehen einfach rein, einfach mal zeigen. Soll ich vorgehen? Ich gehe einmal vor. Wir haben auch wieder einen seitlichen Slideout. Auch da gewinnt man hier wahrscheinlich schon wieder sehr viel Platz. Hier als Besonderheit, ich kann die ganze Seite öffnen. Hier reicht es nicht einfach nur, das Fenster zu öffnen, sondern hier kriegen wir richtig frische Luft über die Seite. Und guckt euch das mal an, man kann das ganze Fenster einfach wieder runterklappen und hat hier sonst auch nochmal ein Schiebefenster. Mega. Richtig cool, oder? Mega cool. Okay. Natürlich habe ich auch ein Fliegengitter mit integriert. Einfach super. Der Tisch ist absenkbar und somit vermute ich mal, dass man hier auch noch mal eine Bettsituation schaffen kann. Ja. Genau, wir können hier sitzen und Armdrücken machen. Sehr schön. Genau, über der Sitzgruppe hier auch noch mal Staufächer. Und hier muss ich mal sagen, auch schon wieder sehr, sehr hochwertige Beschläge verwendet, sehr, sehr hochwertige Druckknöpfe, um hier die ganze Geschichte zu öffnen. Was einem hier bei diesem Auto auffällt, ist die Kopffreiheit. Denn die ist ein bisschen, wenn ich mich hinstelle, ne, ich habe nicht einen unbedingt geraden Stand, ich kann so einigermaßen gut stehen, aber da ist natürlich auch ein Highlight versteckt. Ja, ich habe hier ein Hubbett. Ich gehe mal hier vorne in den Fahrerraum. Und damit ist das ein Fahrzeug mit, wenn ich mal mich nicht ganz täusche, 4 Betten und 6 Sitzplätzen. Und jetzt fragt ihr euch natürlich, wofür der zweite Slideout ist. Hier in der Variante ist der Slideout nämlich die Toilette. Geh mal rein. Geh mal rein. Also ich habe ein kleines Wellnessbad hier. Und richtig Platz. Hier habe ich auch wieder Kopffreiheit, weil hier natürlich kein Bett über mir ist. Aber ich habe hier auch alle Möglichkeiten, die ich sonst auf dem Klo habe. Und durch den Slide auch richtig Platz hier zu stehen. Guck mal, ich kann hier fast die Arme auseinander machen. Also hier ist richtig Platz. Ich habe hier meine kleine Nasszelle und die Toilette ist halt der Bereich, der rausfährt. Ansonsten, guck mal hier, auch schon wieder diese kleinen Gimmicks, ne? Ein beheizter Spiegel, dass wenn ich dusche, hier dieser Spiegel nicht beschlägt. Ich habe hier nochmal eine Uhr drauf angezeigt und Licht, das ich anmachen kann. Ich habe hier meine kleine Duscharmatur, ein kleines Waschbecken, wo ich mir dann nach dem Toilettengang die Hände waschen kann. Nochmal einen kleinen Schrank, um meine Utensilien zu verstauen. Ich nehme mal an, hier ist auch nochmal ein kleiner Schrank, um Utensilien zu verstauen. Genau. Und das finde ich auch mal einen sehr, sehr coolen Slideout. Einfach das Klo erweitern und hier viel mehr Platz haben. Würde ich gerne draußen später nochmal filmen und gucken, wie das Ding vielleicht auch abgesichert ist gegen Äste und Laub. Ja, wie das gelöst wird. genau, das können wir nochmal gucken. Sonst, wie üblich, ne, bei den chinesischen Fahrzeugen wieder eine Klimaanlage hier verbaut. Und was wir auch schon sehr, sehr häufig gesehen haben, auch schon wieder so eine Kameraüberwachung, dass ich halt von drinnen genau gucken kann, was passiert außerhalb des Fahrzeugs. Auch hier habe ich wieder einen Bordcomputer, Elektrik, Steckdosen, dass ich alles bedienen kann. Ich habe einen Kühlschrank hinten, um auch während der Fahrt
ausreichend versorgt zu sein mit Lebensmitteln. Und im Heck habe ich halt nochmal einen weiteren Slideout, nochmal eine Schlafsituation. Denn ihr wisst ja, in China ist es so, da zählt nicht das Gewicht beim Fahrzeug und bei der Führerscheinklasse, sondern hier zählt die Länge. Und deswegen versucht man aus dem kleinsten Raum den größten Platz zu schaffen. Hier auch wieder mittels Slideouts. Also dieses Fahrzeug fährt auch schon wieder in alle Richtungen aus. Und ich habe hier auch eine ganz andere Höhe nochmal. Also ich kann hier sitzen, ich habe hier eine ganz andere Kopffreiheit gewonnen. Das liegt natürlich daran, ach so, und ich kann hier in den Sternenhimmel gucken. Also ich habe hier eine sehr große Luke über mir, sehr viel Kopffreiheit. Und dieses Fahrzeug hat, also nur damit ihr es richtig verstanden habt, 3 Slideouts. Einmal der Sitz-Slideout, einmal Klo-Slideout und einmal hier der Heck-Slideout. Also so schaffe ich aus einem Fahrzeug, was eigentlich minimal vom Platzbedarf ist, ein extremes Raumwunder. Und diesmal sogar mit Slideout im Bad. Ein riesengroßes Wellnessbad. Dieses Fahrzeug ist leider, wir haben zumindest gefragt, nicht in Europa erhältlich, aber dieses Fahrzeug ist hier auf Iveco-Basis. Und ich finde jetzt hier auch in dieser Variante sehr schön umgesetzt, denn hier, guck mal vorne, haben sie jetzt auch wieder hier alles mit Leder verkleidet. Also es ist nicht das Standard-Cockpit von Iveco, sondern auch hier haben sie wieder angefangen, die Sitze zu verändern, die Sitze ans Design anzupassen, das ganze Cockpit anzupassen. Ne, hier Lederapplikationen. Ich sitze hier auf dem luftgefederten Sitz, also auch das hier in der etwas schickeren Variante. Und hier bei dem Grundriss finde ich ja mal schon wieder erstaunlich. Sie haben schon wieder ein Stück weiter gedacht. Sie haben einen Slideout im Bad, Sie haben Slideout im Sitzbereich, Sie haben Slideout im Heck und zusätzlich auch noch ein Hubbett im Mittelraum. Okay, jetzt mal Butter bei der Fische, Marco. Ne? Gibt es hier irgendwas, was dir nicht gefällt? Oder haben die dich hier schon eingekauft und du machst ordentlich Werbung für die? Ja, das ist eine gute Frage, ne? Aber also ich liebe ja diese Möglichkeiten der Raumerweiterung durch Slideouts. Also ich finde es einfach großartig, dass man aus so einem kleinen Fahrzeug wirklich so viel machen kann. Und ich habe ja selber mal ein Fahrzeug unter 6 Meter versucht zu designen und so viel wie möglich reinzubekommen. Und natürlich fühlt sich das immer eng an. Das ist jetzt ein Fahrzeug unter 6 Meter. Du fährst damit natürlich ganz anders in Städten. Du schwenkst nicht so aus im Heck. Du hast halt Parkplätze, wo du noch parken kannst. Du kannst das Fahrzeug ganz anders handeln. Und wenn ich hier im Innenraum stehe, dann denke ich trotzdem, wow, was ist das für ein Raumwunder. Es ergibt sich so viel Platz. Allein, wir können ja wieder, gehen noch mal einmal hinten hin, wir können ja noch mal wieder gucken. Ne? Auch hier habe ich ja wieder so viel Platz. Wir sind hier zu dritt und ich kann hier wieder meine Sportübungen theoretisch machen. Ich kann hier wieder anfangen und schön die Liegestütz machen oder hier mein Yoga machen. Ne? Also hier der tanzende Krieger, hätte ich beinahe gesagt. Es ist alles möglich, weil du hast hier einen richtigen Tanzbereich. Wir könnten jetzt sogar theoretisch Walzer tanzen, wenn ich Walzer tanzen könnte. Aber ja, das begeistert mich einfach, dass hier so viel Raum entsteht. Also und ich fasse das mal zusammen. Das Einzige, was blöd ist, dass wir das Auto nicht in Europa kaufen können. Das ist blöd, genau, dass man das Auto nicht in Europa kriegen kann, weil ansonsten auch in diesem Fahrzeug schon wieder so viel Technik verbaut, so viel dabei, Batterieleistung ohne Ende, Solar ohne Ende. Moment, wo ist die Waschmaschine? Die ist hier im Eingangsbereich. Du wolltest mich jetzt erwischen und sagen, ja, nö, hier ist ja gar keine Waschmaschine. Ja, genau. Natürlich ist hier auch eine Waschmaschine vorne verbaut. Und hier ist auch noch mal ein Mikrowellengrill. Ja. Unten, ne, kleiner Mikrowellengrill verbaut. Also an Technik ist hier auch richtig viel verbaut. Ich habe hier auch wieder eine Kombi-Boiler-Heizung für Warmwasser, für Heizung, Klimagerät, Strom ohne Ende, Solar ohne Ende. Ey, ich bin begeistert, ihr hört das schon, ne? Ich überschlag mich hier schon fast. Und vor allen Dingen, das ist ja auch immer ein Punkt, man fragt sich ja, sind diese Slideouts denn dicht? Ne? Aber wenn ich von hier gucke, du siehst ja auf den ersten Blick gar nicht, dass das hier alles Slideouts sind. Ne? Also das wirkt so fantastisch. So wie es hier aussieht, habe ich hier nochmal so eine Lichtleiste drumherum. Denn was die Chinesen ja auch können, ist Licht. Ne?
Also Licht ist ja auch immer... Wobei diese Extrembeleuchtung, ich hoffe, man kann sie auch ausschalten. Das ist schon ganz Die kannst du höchstwahrscheinlich in allen Farben so einstellen, wie du es möchtest. Ich vermute es auch. Also die kannst du, wenn sie sogar so weit gehen, dann kannst du sie sogar an die Tageszeit anpassen. Du hast halt morgens dann ein helles Licht und dein Biorhythmus passt sich dann an das Wohnmobil an. Du kannst damit eine Lichttherapie machen. Also das ist schon, ja. Ja, gefällt mir Wieder auch gut. ein Wohnmobil, was mir äußerst gut gefällt und wirklich mal anders gedacht. Vor allen Dingen hier diese Varianten, ne? Hier einfach mal zu sagen, nee, lass doch mal, kein Fenster, sondern einfach mal eine Klappe und ein Fenster. Das ist doch echt cool, oder? Ja, wenn es euch gefällt, schreibt mal in die Kommentare, was haltet ihr davon? Ich weiß, in den letzten Kommentaren wurde immer geschrieben, ja, aber das ist ja China-Qualität. Leute, da sind wir schon lange drüber weg, ne? Das ist hier ganz andere Qualität. Also guckt euch mal allein die Flächen an. Die sind hier nicht mit Schichtstoff bezogen, sondern die sind hier mit Leder bezogen. Und ich habe hier nochmal richtig Nähte, wo das Leder dann hier verarbeitet ist. Also bezüglich Qualität. Wie pflegeleicht ist das dann später? Ja, es ist Kunstleder. Ich nehme mal an, das ist Kunstleder. Das ist jetzt kein echtes Leder, ne? Also das, was du abwischen kannst. So, also müsste man sich angucken, ne? Das ist ein Punkt, klar. Das musst du dir angucken, wie es denn. Ja. Wo ist der Chef hier? Müssen wir uns mal angucken, genau. Okay. Die Firma kommt aus Nanjing und der kostet 90.000 Euro. What? Ja. Cash or Card? Okay, wollen wir noch mal hier zusammen? Ja. Am Ende? Okay. Ja.